Auf unserem Weg durch Deutschland sind wir in Wuppertal angekommen. Die Stadt Wuppertal liegt östlich von Düsseldorf im Bundesland Nordrhein-Westfalen. Wuppertal ist ein Zusammenschluss mehrerer Städte: Elberfeld, Barmen und Vohwinkel sowie Cronenberg und Ronsdorf. Aus diesen Städten entstand 1929 Wuppertal. Die Stadt hat heute rund 400.000 Einwohner. Durch einen Großteil von Wuppertal, nämlich Vohwinkel, Elberfeld und Barmen, fließt die Wupper. Über deren Bett fährt zum großen Teil die Wuppertaler Schwebebahn. Und mit der bewegen wir uns jetzt durch Wuppertal und schauen uns dabei die Stadt an. Wir starten in Vohwinkel. Hier ist einer der beiden Endbahnhöfe der Schwebebahn. 1901 wurde die Hochbahn gebaut und sie ist die eigentliche Attraktion in der Stadt. Wir sind hier an der Schwebebahnstation Vohwinkel. Das ist in der Nähe des Bahnhofs. Das ist der Endpunkt der Schwebebahn. Hier kann man in Buslinien auch nach Düsseldorf, Mettmann und Hahn umsteigen oder in den Zug. Hier am westlichen Ende der Strecke ist auch das Depot und die Werkstatt der Schwebebahn. Wir sind jetzt hier an der Kaiserstraße. Vor der Station liegt der Stationsgarten Vohwinkel. In einer kleinen Ausstellung in einem Park zeigt man hier Originalteile des Schwebebahngerüstes. Da kommt man ja sonst nicht näher ran. Auf Tafeln wird die Konstruktion erläutert. Die Ausstellungsstücke stammen alle aus der Anfangszeit der Schwebebahn, sie sind also rund 100 Jahre alt. Da fährt eine Schwebebahn in den Endbahnhof rein. Das Gebäude ist noch gar nicht so alt, so um die 20 Jahre. Oben ist dann eine Wendeschleife, da wendet die Bahn. Die Wendeschleife gibt es hier bereits seit 1901. Da wendet sie gerade. Die Bahn, die fährt mit maximal 60 Stundenkilometern. Die Wuppertaler Schwebebahn gilt als eines der sichersten Verkehrsmittel der Welt. Es hat in über 100 Jahren erst einen schweren Unfall mit Toten gegeben. Die Strecke bis zur Endstation ist etwa 13 Kilometer lang. Die Bahn braucht noch nicht mal 30 Minuten dafür. 20 Stationen gibt es. Gefahren in 12 bis 8 Meter Höhe über der Wupper, beziehungsweise am Anfang über der Straße, die Landstrecke. Wir fahren los zur Stadtbesichtigung Wuppertal. Wir verlassen die Station Vohwinkel. Zunächst geht es über die Kaiserstraße. Vohwinkel ist der drittgrößte Stadtteil von Wuppertal. Bis 1929 war das hier eine selbstständige Stadt. Wir sind hier im Niederbergischen Land. Früher gab es hier nur Bauernhöfe. Mitte des 19. Jahrhunderts dann wuchs Vohwinkel zur Siedlung. Das kam durch den Bau der Eisenbahnstrecken. Wir fahren jetzt in dem Video eine Zeit lang mit der Schwebebahn. Wenn euch das nicht interessiert, das Video ist in Kapitel eingeteilt. Man kann so, wenn ihr diese herrliche Fahrt verpassen wollt, gleich weitergehen zu den Stadtrundgängen Elberfeld und Barmen. Im 18. Jahrhundert wuchsen die Städte hier im Tal der Wupper rasant an. Über 200.000 Menschen quetschten sich um 1880 in das Tal. Die Straßen waren verstopft. Man hätte gerne eine U-Bahn gebaut, doch das ging wegen dem Untergrund nicht. 1887 gründeten Barmen und Elberfeld eine Hochbahnkommission. Man dachte damals an eine Hochbahn so wie in New York. Doch dann kam Eugen Langen, der in Köln eine Schwebebahn demonstrierte. Seine Erfindung. Die Verantwortlichen gaben ihm dann den Zuschlag und er baute los. 5 Jahre dauerte der Bau der Bahn. Die Häuser, die hier stehen, die wurden fast alle um die Jahrhundertwende gebaut. Dazwischen stehen noch kleinere Häuser, die stammen aus der vorindustriellen Zeit. Man kann ja hier rechts und links in die Wohnungen reinschauen. Damals, als man die Bahn baute, gab es für die Anwohner das sogenannte Gardinengeld. Das war ein Zuschuss, um sich Gardinen zu kaufen. Denn von der Schwebebahn aus konnte man in die Zimmer gucken. Die Damen hatten Angst, bei der Abendtoilette aus der Bahn beobachtet zu werden. Nicht alle Wuppertaler waren am Anfang von der Schwebebahn begeistert. Doch nachdem der Kaiser seine Premierenfahrt gemacht hatte und begeistert war, schlug die Stimmung ins Positive um.
Da sind ganz schön viele Bahnen unterwegs. In der Raschauer fährt die Bahn alle 3 Minuten. Wir verlassen jetzt gleich Vohwinkel. So ein bisschen erinnert mich diese Fahrt mit der Schwebebahn an eine Fahrt in einem Freizeitpark mit der Einschienenbahn, zum Beispiel im Europapark, Disneyland oder damals im Phantasialand. Da waren es halt Einschienenbahnen, das hier ist eine Schwebebahn. Aber wir fahren jetzt gleich über eine Autobahn. Das Sonnenborner Kreuz. Das ist die Kreuzung der Autobahnen 46 und 535 und einiger weiterer Straßen. Das galt einmal als das größte innerstädtische Autobahnkreuz in Europa. Wir kommen jetzt nach Sonnborn. Das gehört zu Elberfeld. Für das Autobahnkreuz wurde damals, das war Anfang der 1970er Jahre, der halbe Stadtteil Sonnborn abgerissen. Erinnert ihr euch an Wickyler Bier? Männer wie wir, Wickyler Bier, so hieß damals der Werbespruch. Das Bier wurde hergestellt von der Wickyler Brauerei. Gegründet wurde sie von einem Franz Ferdinand Joseph Wickyler in Elberfeld. Das war 1845. Der Mann stammte übrigens aus Köln. Die Brauerei, die gibt es heute nicht mehr. Die Marke schon, aber die produzieren andere Brauereien. Jetzt macht die Sonnborner Straße eine Kurve und wir fahren über Wasser. Wir haben jetzt die Landstrecke verlassen und fahren ab jetzt über der Wupper. Wir kommen jetzt zum Stadion. Links kann man es sehen. Das Fußballstadion von Wuppertal. 1924 wurde das Stadion gebaut. Das Stadion ist restauriert. Die Fassade ist aber noch original. Das Stadion heißt Stadion Zoo, denn hinter dem Stadion liegt der Zoo von Wuppertal. Eine 24 Hektar große Parkanlage mit über 4000 Tieren. 1881 wurde der Zoo eröffnet. Wir fahren jetzt durch das Werksgelände von Bayer. Wir machen jetzt so etwas wie eine Werksbesichtigung, denn es geht tatsächlich durch das Werksgelände. Die Bayer AG hat ihren Sitz zwar in Leverkusen, hier aber fing alles an. 1863 gründete Friedrich Bayer die Firma zunächst in Barmen und dann zog er 1878 hierher, nach Elberfeld, denn da sind wir inzwischen. Man nannte die Firma damals Elberfelder Farbenfabriken. Dann kam die Chemie dazu. Hier entstand ein wissenschaftliches Laboratorium. Hier erfand man auch Aspirin und Heroin. Letzteres erfand man als ein Mittel gegen hohen Blutdruck und Husten. Und mit der Zeit wurde es für das Werk im Tal der Wupper zu eng. Man zog weg, und zwar auf das Gelände des Unternehmers Karl Leverkus, nahe der Stadt Wiesdorf am Rhein. Dort entstand das Werk und die Siedlung, die man 1930 Leverkusen nannte. Ja, fortan wurde im neuen Werk produziert. In Elberfeld war aber nicht alles vorbei, hier wurde geforscht. Heute stehen hier Einrichtungen für die chemische und biotechnologische Entwicklung. Das ist also ein Forschungs- und ein Entwicklungszentrum. Wuppertal. Das war damals also eine Mischung aus Fabriken, Fabrikantenvillen und Arbeitersiedlung. Wir fahren immer noch durchs Bayerwerk. Interessant, oder? Wir kommen jetzt zur Station Westende. Die Station Westende. Das ist die schmalste Stelle des Tals. Hier hat die Stadt Elberfeld früher geendet. Das hier war das westlichste Ende von Elberfeld. Ich glaube, das ist immer noch Werksgelände von Bayer. Gleich sieht man einen Schornstein.
Das ist der höchste Schornstein hier in Wuppertal. Der ist fast 200 Meter hoch. Der gehört zu einem ehemaligen Heizkraftwerk. Habt ihr die Sandbänke in der Wupper gesehen? Die waren nicht immer da. Der Fluss war mal ein Abwasserfluss, unter anderem für Firmen wie Bayer. Das Flussbett war teilweise einbetoniert. Es gab damals keine Tiere mehr hier im Wasser, eben ein Abwasserfluss. Das hat sich geändert. Man hat das Flussbett renaturiert. Dazu gehören auch Stein- und Sandbänke. Da fühlen sich die Tiere wohl. Die Steinbänke sind natürlich künstlich angelegt. Jetzt fahren wir durch das alte Arbeiterviertel und kommen gleich in den Innenstadtbereich von Elberfeld. Auf dem Datenblatt der Schwebebahn da steht, die Streckenlänge ist 13,3 Kilometer, davon 10 Kilometer über der Wupper. Die Fahrtdauer beträgt 25 Minuten, einschließlich der Aufenthalte an den 20 Stationen. Wir sitzen jetzt gerade in der neuen Wagengeneration. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 65 Stundenkilometer, zulässig ist allerdings nur eine Geschwindigkeit von 60 Stundenkilometer. Die Länge beträgt 24 Meter. Das Gewicht 40 Tonnen, wenn man voll besetzt ist. Es gibt 45 Sitz- und 96 Stehplätze. Das Fahrgastaufkommen, das liegt werktags durchschnittlich bei 85.000 Fahrgästen. Im Jahr sind das fast 25 Millionen. Mit den Planungen der neuen Bahn begann man 1995. Es begann dann der Umbau der Schwebebahn, einschließlich der Stützen und der Bahnhöfe. Das Ganze diente der Verkehrssicherheit und der Modernisierung. Im Dezember 2015 wurde der erste Zug der neuen Schwebebahngeneration ausgeliefert. Wuppertal nennt sich auch die grüne Stadt. Da hat man viel rein investiert, das war in den 90er Jahren noch anders. Wir nähern uns jetzt der Innenstadt von Elberfeld. Elberfeld war schon eine Großstadt, bevor Wuppertal gegründet wurde. Der Ursprung von Elberfeld liegt in einer Burg. Die Stadt wuchs seit Mitte des 15. Jahrhunderts. Ab 1530 nannte man sich auch Stadt. Im 16. Jahrhundert begann man mit der Textilproduktion. Mitte des 19. Jahrhunderts waren die Städte Elberfeld und das benachbarte Barmen Städte mit hoher Industrialisierung. Man stellte Köln und Düsseldorf als bedeutendes Wirtschaftszentrum in den Schatten. Man betrieb Maschinenbau und Farbherstellung und war zudem Handelszentrum. Man sprach vom deutschen Manchester. Arbeit zieht Menschen an. Zwischen 1830 und 1885 vervierfachte sich die Einwohnerschaft. Und 1929 schloss man sich dann mit anderen Städten zur Stadt Wuppertal zusammen. Wir sind ausgestiegen. Elberfeld Innenstadt. Das Rathaus von Elberfeld am Neumarkt. Hier am Ende der Fußgängerzone. Nach der Gründung von Wuppertal wurde das Rathaus nach Barmen verlegt. Hier blieb nur ein Teil der Verwaltung. Die älteste Kirche von Wuppertal, die alte reformierte Kirche. Früher hieß sie St. Laurentius, heute heißt sie Citykirche. Ist übrigens schon der 7. Bau. Vor der Kirche steht dieses Modell. Es zeigt die Burg, die hier mal ab dem 7. Jahrhundert stand, die Keimzelle von Elberfeld. Das ist der Zuckerfritz, ein Elberfelder Original. Der Mann war ein stadtbekannter Gelegenheitsarbeiter und ließ sich gern mit Zuckerstückchen bezahlen. Der Bergische Löwe. Viele Städte im Bergischen Land haben einen Löwen im Wappen. Man kann es kaum glauben, aber diese Statue stammt von 1833. Ein ehemaliges Kaufhaus. 1912 eröffnet, 1933 enteignet. Das Warenhaus von Leonhard Tietz, eines der ersten Warenhäuser. Fantastisch, diese kolossale Fassade. Sie steht unter Denkmalschutz. Der Laurentiusplatz. Herrlich hier. Cafés, Restaurants, Bäume, Sitzplätze im Schatten, Pavillons. In der Mitte des Platzes steht die katholische Kirche St. Laurentius. Der De Werd-Garten. Einst ein Bleichergut, dann Garten der Familie Peter de Werd. Ein privater Landschaftspark, heute ein Stadtpark. Bänke,
Wasser und ein Denkmal. Hier im Berghang stehen Villen. Das Luisenviertel. Villen, Bürgerhäuser aus dem 19. Jahrhundert. Die Luisenstraße. Die Wuppertaler Altstadt. Die Straße wurde nach Luise von Preußen, der Mutter von Kaiser Wilhelm I. benannt. Tippen-Tappen-Tönchen, eine Treppe. Wuppertal liegt nicht nur im Tal, sondern auch an den Berghängen. Darum gibt es hier in der Stadt viele Treppen. Über 500 öffentliche Treppen gibt es. Zusammen sind dies 12.000 Stufen. Tippen-Tappen-Tönchen ist wohl die bekannteste der Treppen. Der Name beschreibt das Geräusch, das früher getragene Holzschuhe auf der verwinkelten Treppe gemacht haben. Sie hat 103 Stufen und führt auf den Ölberg. Über diese Treppe gibt es nicht nur einen Kinofilm, Tippen-Tappen-Tötchen, sondern auch ein Karnevalslied. Auf Hochdeutsch heißt der Text: Ich kenne ein Mädchen, das heißt Lenchen. Das wohnt in Wuppertal am Tippen-Tappen-Tönchen. Herrlich die Aussicht von hier oben auf Elberfeld. Jetzt geht's wieder runter zur Wupper. Wir sind an der Wupper. Friedlich hier. Zeit, Schwebebahnen zu beobachten. Wir haben dann natürlich noch einen Stopp am Wuppertaler Hauptbahnhof und in der Fußgängerzone gemacht. Dort war es aber sehr voll, viele Menschengruppen. Ich habe dann dort keine Aufnahmen gemacht, sondern die Kamera eingepackt. Wir sind inzwischen im Stadtteil Barmen, die Adlerbrücke, gebaut 1868. Das ist eine sogenannte Gitterträgerbrücke. Das war ein schmiedeeiserner Brückentyp, der war früher sehr beliebt. Rechts, das ist das Haus Bartels, eine ehemalige Kaufmannsvilla. Die Villa hat ursprünglich an anderer Stelle gestanden. Die Holzfassade wurde wegen eines Straßenbaus hierher versetzt. Wir sind an der Friedrich-Engels-Allee und hier liegt der Engelsgarten, ein Park mit 2 Häusern. Hier standen die Wohnhäuser der Familie Engels. Den Sohn kennt man, Friedrich Engels. Er wurde Philosoph, Gesellschaftstheoretiker, Journalist, kommunistischer Revolutionär. Zusammen mit Karl Marx hat er die Gesellschafts- und Wirtschaftstheorie Marxismus entwickelt. Er ist der Erfinder des Marxismus. Engels war der Sohn eines Wuppertaler Baumwollfabrikanten. In Barmen wuchs er auf, in Elberfeld ging er zur Schule. Die Familie Engels hatte hier 5 Häuser. Das Geburtshaus von Friedrich Engels ist allerdings nicht dabei, das wurde nämlich im Zweiten Weltkrieg zerstört. Daran erinnert diese Tafel. In einem der beiden Häuser, die heute hier noch stehen, befindet sich das Museum für Frühindustrialisierung. Willy Brandt hat es eröffnet und Erich Honecker war hier zu Besuch. Dabei schenkte ihm Udo Lindenberg hier eine Gitarre. Verrückte 80er Jahre. Hier im Park steht auch diese riesige Statue. Sie zeigt Friedrich Engels. China hat die Statue Wuppertal geschenkt. Ein kluger Kopf, also ich meine natürlich Engels.
Fast genau gegenüber dem Engelshaus ist die Stelle, an der Tuffy in die Wupper sprang. Tuffy war ein kleiner indischer Elefant, der dem Zirkus Franz Althoff gehörte. Franz Althoff nahm 1950 Tuffy in der Wuppertaler Schwebebahn mit, um für ein Gastspiel zu werben. Als Tuffy sich im Waggon umdrehen wollte und nicht konnte, hat sie die Seitenwand durchbrochen. Sie landete in der Wupper. Sie hat sich übrigens nicht verletzt, sie wurde aber dadurch zur Legende. In der Wupper steht ein Denkmal von Tuffy und auch hier in der Fußgängerzone von Barmen gibt es ein Denkmal. Und das ist ein Bild des Sprungs, aber kein echtes Foto, das gibt es nämlich nicht. Das Barmer Rathaus. Heute ist hier der Sitz des Rates der Stadt Wuppertal. Die Figuren symbolisieren die wichtigen Aufgaben einer städtischen Verwaltung. Ein Brauhaus mit Biergarten, gleich hinter dem Rathaus. Werther Brücke, eine Station so alt wie die Schwebebahn selbst. Der Bahnhof wurde originalgetreu und formidentisch nachgebaut. Wir fahren weiter mit der Schwebebahn. Gleich kommen wir nach Oberbarmen. Hier ist die Endstation. Und von dort geht es dann wieder zurück nach Vohwinkel. An der Endstation wendet die Bahn. Gerade mal 9 Meter Platz braucht sie, um zu drehen, um dann in der Gegenrichtung weiterzufahren. Wir sind auf der Fahrt zurück. Das war's aus Wuppertal. Eine facettenreiche Stadt. Und die Schwebebahn, die Fahrt, die lohnt sich. Eigentlich einmalig schön, diese Tour. In diesem Sinn, tschüss.